Im Jahre 1937 begann die japanische Invasion in der Mandschurei. Die Burma-Straße, die einzige zur Verfügung stehende, ca. 1200 Kilometer lange Nachschublinie, ist von entscheidender militärischer Bedeutung. Da die chinesische Regierung nicht über ausreichend qualifizierte Spezialisten verfügt, wird der Amerikaner Claire Le Chenaux angeworben, um militärische Aktionen aus der Luft gegen die Burma-Straße zu koordinieren. Die amerikanische Freiwilligengruppe setzt sich aus 100 Piloten, ca. 200 Mann Bodenpersonal sowie einem Arzt und 2 Krankenschwestern zusammen. Sie erhielten $750 pro Monat Sold. Zusätzlich wurden sie noch mit einem Bonus von $500 für jeden Abschuss eines japanischen Flugzeugs geködert. Die angebliche Neutralität der USA, nur eine Farce. Die Verlegung der Gruppe musste daher im Geheimen durchgeführt werden. Von San Francisco aus starteten sie, verkleidet als Geistliche, Akrobaten, Schauspieler, Künstler, Traktorverkäufer und Leichenbestatter, an Bord holländischer Passagierschiffe. Diese von der US-Regierung letztendlich gesteuerte Aktion dokumentierte die auf Krieg ausgelegte Konfrontationspolitik Roosevelts. Die sorglose Kreuzfahrt ist nun zu Ende und der Krieg beginnt, als die AVG in Rangoon, Burma landet und zur Flugbasis in Toungou weiterreist. Ihr neues Zuhause ist das Sumpfland im burmesischen Dschungel. Hier treffen sie Claire Chenaux. Diese jungen Piloten folgten Chenaux leichtfertig in sein militärisches Abenteuer. Die USA waren bestrebt, Japan von der lebensnotwendigen Rohstoffzufuhr im asiatischen Raum abzuschneiden. Sie intensivierten gleichzeitig ihr Flottenbauprogramm in gigantischem Umfang. 17 Schlachtschiffe und 11 Flugzeugträger zeugten von den wahren Absichten der Vereinigten Staaten. Der japanisch-amerikanische Krieg wurde durch die intrigante Politik Roosevelts immer wahrscheinlicher. Wir wurden alle im Taktieren gedrillt und von Chenaux auf die voraussichtlichen Verhaltensweisen unserer japanischen Gegner eingestellt. Um es mit den Japanern aufnehmen zu können, wurde die AVG mit 100 P-40 Tomahawks ausgerüstet. Die Briten hatten diese Maschinen vorher als im Luftkampf uneffektiv zurückgewiesen. Aber die Flugzeuge waren stark und schnell und die amerikanischen Piloten kannten sich mit ihnen besser aus. Sie malten Haifischzähne auf die Nasen, um die Japaner einzuschüchtern. Walt Disney steuerte die Zeichnung eines zum Sprung ansetzenden Tigers bei, um den Rumpf zu schmücken. Die Tomahawks gingen daher als fliegende Tiger in die Luftkriegsgeschichte ein. Als ich das erste Mal in einer P-40 abhob und an Höhe gewann und begann, einige Manöver durchzuführen, kann ich nur sagen, dass ich aufgeregt war und dachte, das wird ein großes Abenteuer. Eine andere brillante Taktik ist Chenaux' primitives, aber höchst effektives Frühwarnsystem. Chenaux baute ein Warnsystem auf, das sehr effektiv war. Jedes kleine Dorf hatte ein Funkgerät mit ständiger Kurzwellenverbindung. Nun, und wenn ein Dorf irgendetwas hörte, mussten sie nur berichten, was sie hörten oder sahen. Und dann markierte man diesen Ort mit einem Fähnchen. Nun, und ziemlich bald würde es über einem anderen Dorf sein. Also setzte man ein weiteres Fähnchen. Das Erste, was du merkst, ist, dass die Fähnchen eine Linie ergeben und du weißt, dass sie zu deinem Standort kommen. Wir wussten, wann sie ihre Maschinen warm laufen ließen. Das war eine Art Netz. Wir wurden so überheblich, dass wir nicht mal aufstiegen, bevor sie 150 Kilometer vom Zentrum entfernt waren. Es stellte sich als sehr effektiv heraus und Gott sei Dank, dass wir es hatten. Denn ansonsten hätten wir ziemlich früh direkt am Boden ausradiert werden können. Chenaux erklärte seine raubeinigen Piloten am Vorabend des Angriffs auf Pearl Harbor für kampfbereit. Er teilt seine Tiger in 3 Staffeln ein. Die Hells Angels fliegen nach Süden, um den Hafen von Rangoon zu verteidigen.
Die Adamant Eve und die Panda Bear Staffeln fliegen zur chinesischen Stadt Kunming, der nördlichen Nahtstelle der Burma-Straße. Ich hielt den Abzug gedrückt, zielte, sah, wie meine Schüsse trafen, und dann war ich direkt hinten und fuhr fort, den Abzug zu drücken. Die Vernietung, das Tarnmuster und der tote Heckschütze, dem der Kiefer weggeschossen war. Das Flugzeug brannte schon und es explodierte, als es am Boden aufschlug. Bei ihrer Kampfhandlung schossen die Tigers 6 Bomber ohne Verluste ab. Aber ihre Freude ist nur von kurzer Dauer. Nur 3 Tage später, in ihrer ersten Schlacht über Rangoon, verlieren die Hells Angels 2 Piloten. Aber 2 Tage später, an Weihnachten 1941, gewannen die Tigers ihr Selbstvertrauen wieder zurück, als sie mehr als 30 Bomber und Jäger abschossen. Chenots Taktiken machten sich bezahlt: paarweise operieren, schießen und fliehen, auf die Ausdauer und die 6 schweren Geschütze der P-40 bauen, Flugduelle mit den wenigen japanischen Flugzeugen vermeiden. Anfang 1942 gingen die Tiger in die Offensive. Sie flogen im Tiefflug Vergeltungsangriffe auf japanische Luftstützpunkte. Im Frühling 1942 waren die Flying Tigers auf nur noch 30 Flugzeuge geschrumpft und knapp an Munition, Treibstoff und anderen wesentlichen Vorräten. Sie fühlten sich wie vergessene Krieger. Wir hatten keine Reifen. Die Reifen waren platt. Wir schlachteten andere Flugzeuge aus, um die Teile zu bekommen. Und was uns am Leben hielt, waren unsere Leute von der Bodenmannschaft, unsere Bordingenieure. Amerikanischer Erfindungsreichtum ließ die Flugzeuge fliegen. Chinesische Findigkeit gab den Japanern Rätsel auf. Die Tigers hielten sich gut in der Luft, aber Anfang Mai war die Situation am Boden kritisch. Die frischen Ströme japanischer Truppen hatten die Chinesen bis an den Salween-Fluss in Nordburma zurückgeschlagen, die letzte verbleibende Hürde zwischen den Japanern und der Burma-Straße. Mit nur 4 Flugzeugen führten die Flying Tigers eine Wende herbei. Am 4. Juli 1942 lief der Pseudo-Vertrag der Flying Tigers mit der chinesischen Luftwaffe aus. In Anerkennung seiner Verdienste für AVG wurde Claire Chenot zum Brigadegeneral des US-Luftwaffenkorps ernannt. Aber für seine Männer war die Zukunft weniger sicher. Ihre Anerkennung erschien in Form eines starrsinnigen Generals namens Clayton Bissell. Er kam nämlich nicht, um die Flying Tigers zu loben, sondern um sie zu begraben. Sein Ziel war es, sie der Air Force einzuverleiben. Die amerikanische Söldnertruppe löste sich auf. In den 7 Monaten ihres Kampfes schoss sie 297 japanische Flugzeuge ab. Sie ließ 9 im Kampf getötete Piloten zurück, 9 Tote durch Unfall und 4, die im Kampf über dem asiatischen Dschungel vermisst sind. Sie waren Kopfgeldjäger.
Mit $500 Abschussprämie honoriert, ließen sie sich das Töten von Menschen bezahlen. Bei 297 Feindabschüssen ergibt dies die gewaltige Summe von rund $148.000. Die USA bestrebt, ein japanisches Erstarken im pazifischen Raum mit allen Mitteln zu unterbinden, hatten sich mit ihrem Arrangement in China eindeutig auf die Seite der Gegner gestellt. Statt nach einer gemäßigten, die Verständigung suchenden politischen Haltung zu streben, gingen beide Parteien, USA und Japan, allmählich auf Konfrontationskurs. 7. Dezember 1941. Der Großteil der amerikanischen Luftstreitkräfte im Pazifik war in wenigen Stunden zerstört. Die Wake Islands waren gefallen, die Philippinen überrannt, Singapur und Malaysia untergegangen. Japan war total mobilisiert und vertraute auf den Sieg. Es gab 10 japanische und nur 3 amerikanische Flugzeugträger im Pazifik. Wegen dieser einen großen Sache blicke ich mit großer Verbitterung zurück. Warum nur? Warum war dieses Land so unvorbereitet, als die Japaner Pearl Harbor angriffen? Wir hatten veraltete Flugzeuge, wir waren Kanonenfutter. Warum? Warum nur? Die 3 einzigen amerikanischen Flugzeugträger waren während des Angriffs der Japaner erstaunlicherweise gerade auf See. Roosevelt, der durch ein Telegramm Churchills vom bevorstehenden Angriff wusste, wollte die 3 neuen Flugzeugträger nicht riskieren, sondern nur altes Kriegsgerät opfern. Den Tod einiger tausend Amerikaner nahm er billigend in Kauf. Flugdeck und Quartiere dieser Flugzeugträger waren die Heimat der Piloten im Pazifik. Die Männer, die vom Flugzeugträger aus starteten, waren wie Brüder eine besondere Rasse. Es entsteht eine Kameradschaft unter den Flugzeugträgerpiloten, die sonst nirgendwo in der Welt zu finden ist. Der Flugzeugträger selbst ist ihr Zuhause. Das ist es, wo man isst, das ist es, wo man schläft. Man hat das Bereitschaftszimmer und dann hat man nur noch den Himmel. Das Flugdeck und wieder den Himmel. Man verlässt den Flugzeugträger, man erledigt seine Aufgabe, dann kommt man zurück nach Hause. Die Schlacht um Midway, Juni 1942. Obwohl in einer Minderzahl von 1:10 riskierte Amerika das, was von seiner Pazifikflotte übrig geblieben war. Codebrecher in Pearl Harbor stellten die Positionen der japanischen Flotte fest. Die Amerikaner überraschten die Japaner total und lockten sie in einen Hinterhalt. Unsere Hauptstreitmacht ist bei Midway früher als erwartet entdeckt worden. Stattdessen ist unsere Hauptstreitmacht von den Amerikanern sehr stark angegriffen worden. Ich sah eine Formation von 10 feindlichen Torpedoflugzeugen. Wir haben sie in einem 90-Grad-Winkel angegriffen. Ich schoss auf sie und am Ende sind nur 3 übrig geblieben. Eines von diesen 3 übrig gebliebenen Flugzeugen hatte ein Torpedo abgeschossen. Es hat fast den Bug unseres Trägers getroffen. Die Schlacht von Midway zeigte sich fast als Selbstmord für die unbegleiteten amerikanischen Torpedoflugzeuge. Von den 15 Männern des 8. Geschwaders der USS Hornet hatte nur ein Mann überlebt.
Das amerikanische Wagnis in Midway zahlte sich aus. Die Japaner verloren 4 Flugzeugträger, 300 Flugzeuge und 3.500 Soldaten. Unter den Toten waren die besten ihrer kriegserfahrenen Piloten, die nicht ersetzt werden konnten. Die Amerikaner verloren den Flugzeugträger Yorktown, 150 Flugzeuge und 300 Soldaten. Der Sieg wurde durch unglaubliche Tapferkeit und Aufopferung erkämpft. Die Schlacht von Midway war der Wendepunkt des Krieges im Pazifik. Der nächste Schachzug der Amerikaner erfolgte an einem Ort namens Guadalcanal. Die 1. Marinedivision, also die Ledernacken, landete ohne Widerstand in Guadalcanal und nahm den wichtigen Flugplatz Henderson Field genannt ein. Die einzige Unterstützung der Ledernacken war eine Handvoll Jagd- und Sturzkampfflugzeuge, bekannt als die Kaktusluftwaffe. Um die Situation wirklich schwierig zu machen, kam am 12. Oktober 1942 die feindliche Flotte und hat da draußen geankert und uns ständig beschossen. Sie fingen irgendwann nach 21 Uhr an und die Beschießung dauerte die ganze Nacht bis etwa 4 Uhr früh am nächsten Tag. Wir dachten, als wir da hinflogen, dass keine Amerikaner mehr da wären. Doch als wir ankamen, gab es jede Menge. Wir flogen näher heran und sahen, dass die Rollbahn bereits repariert war. Von dem eroberten Henderson Field starteten die Amerikaner Bombenangriffe auf die japanisch besetzten Inseln von Bougainville und Rabaul. Japanische Piloten mussten jetzt gegen schwer bewaffnete B-24 und B-17-Bomber kämpfen und auch gegen die sie begleitenden Jagdflugzeuge. Der Feind war mit so vielen Maschinengewehren bewaffnet, dass er wie ein Stachelschwein aussah. Wenn ich angriff, musste ich durch einen regelrechten Kugelhagel fliegen. Ich begann meinen Angriff immer von oben und fing dann an zu schießen. Meine Angriffe kamen in einem steilen Winkel von 80 Grad. Wenn ich ihn nicht das erste Mal kriegte, tauchte ich unter der Formation weg und griff wieder an. Saburo Sakai. Am 9. Juni 1942 flog er seinem 64. Abschuss entgegen. Er griff eine Formation von amerikanischen Bombern an, die sich auf dem Weg nach Rabaul befanden. Die Japaner bekämpften einen Feind, der jeden Tag stärker wurde. Ihre Stützpunkte wurden aus der Luft bombardiert, vom Meer aus erobert oder von amerikanischen U-Booten isoliert. Amerikanische Soldaten eroberten Insel um Insel. General MacArthur entschied sich, an Rabaul vorbeizuziehen und es den Bombern zu überlassen. Das erbarmungslose Bombardement dauerte mehr als ein Jahr. Wenn wir uns ausgeruht hätten, hätte man uns Verräter genannt. Also ruhte sich niemand aus. Langsam wurden wir schwächer und schwächer. Am Ende blieb niemand übrig. Unter normalen Bedingungen, das heißt, wenn ich nicht müde war, konnte ich den Feind zweifellos schneller sehen. Aber wenn man müde ist, verliert man seine Konzentration und dadurch die Aufmerksamkeit. Viele erfahrene Piloten sind so gestorben. Die Zero, die ich getroffen hatte, war irgendwie orientierungslos. Dieser Bursche hat Schwierigkeiten. Doch dann dachte ich, dass dies ein Trick wäre. Ich schoss und sie fing einfach an zu rauchen, rollte in einen langsamen Sturzflug und stürzte nahe der Rollbahn ab.
Im Februar 1943 wurden die ausgehungerten Reste der japanischen Armee endgültig von Guadalcanal vertrieben. Neue Flugplätze wurden in den Dschungel von Neuguinea geschlagen. Der Luftkrieg ging mit unverminderter Intensität weiter. Frische Piloten waren zur Verstärkung eingetroffen. Die Japaner mussten nun gegen die gesamte amerikanische Streitmacht kämpfen. Den amerikanischen Piloten gelangen immer wieder Abschüsse. Die F-4U und die zweimotorige Lockheed P-38 Lightning konnten über 600 Kilometer pro Stunde fliegen. Sie waren den japanischen Zeros weit überlegen. Die amerikanische Strategie bestand aus Schießen und Davonlaufen, einem scharfen Auge und guten Nerven. Das war zwar effektiv, aber nicht heldenhaft. Im Sommer 1943 hatten die japanischen Luft- und Seestreitkräfte entscheidende Schläge erhalten. Die hohen Verluste an Mensch und Material konnten nicht mehr ausgeglichen werden. Die zwischenzeitlich angelaufene Rüstungsmaschinerie der USA produzierte Kriegsgerät in unvorstellbaren Mengen. Der Sieg war nur noch eine Frage der Zeit.